Es ist nur ein unscheinbarer Stein, mitten im Gummerdorf Reckigo. Doch er erinnert an das Verheer- und Lawinenunglück, das am 24. Februar 1970 30 Menschenleben gefordert hat. Die Schweizer Filmwochenschau hat damals darüber berichtet. Militäreinheiten und Zivilisten gruben in pausenlosem Einsatz nach den Verschütteten. Trotz des Einsatzes moderner Räumungsmaschinen konnte das letzte der 30 Opfer dieser schrecklichen Katastrophe erst 5 Tage später geborgen werden. 6 Kinder, 5 Frauen und 19 Armeeangehörige sind damals in der Schneemasse gestorben. Die Lawine ist am frühen Morgen kurz nach der 5 gekommen und hat viele im Schlaf überrascht. Der Norbert Karle ist Ingenieur bei der Abteilung für Naturgefahren vom Kanton Wallis und er kommt von Reckigo. Damals war er 5-jährig. Ich mag mich erinnern, dass das Wetter dermaßen schlecht war, dass mein Papa suchen anstatt Hirten, wie das alle Leute im Dorf gemacht haben. Dann mag ich mich noch erinnern, dass der Strom weg war. Und bei meinen Eltern daheim war eines der wenigen Telefone, die funktioniert haben, dass da Haufen Leute sind uns gegangen. Das sind so die hauptsächlichen Erinnerungen. Und das, was wir ziemlich eingefahren ist, unten am alten Gemeinsaal sind dann auch die Toten aufgebahrt. Und da bin ich als Kind das schauen und das habe ich immer noch im Kopf. Seither sind fast 50 Jahre vergangen. Ein halbes Jahrhundert, was sich im Umgang mit der Lawinengefahr einiges verändert hat. Das hat sich verändert aufgrund der Erfahrungen, aufgrund der Kenntnisse und aufgrund der Mittel, die man zur Verfügung hat. Ich denke jetzt zum Beispiel an die Lawinengefahrenkarte, wo man gemäss den neuesten Berechnungen machen tut, dass man in bestimmten Gebieten nicht mehr drin bauen kann. Ich denke an die Notfallplanungen, an die Sicherheitsdienste. Das sind also präventive Massnahmen. Und ich denke an die technischen Mittel wie Verbügungen an und für sich oder Lawinenwarnanlagen oder künstliche Lawinenauslesung. Im Kulturzentrum Les Arsenaux in Sitten treffen wir Thomas Antonietti. Er war eine der treibenden Kräfte hinter der UNESCO-Kandidatur. Dass der Umgang mit der Lawinengefahr jetzt so ins immaterielle Kulturerbe der Menschheit aufgenommen wird, sei zwar nur eine symbolische Anerkennung, aber eine wichtige. Wenn man immaterielles Kulturerbe denkt, lebendige Traditionen, denkt man spontan an Fest, Brüche, an Volksmusik, an Trachten. Aber immaterielles Kulturerbe ist aber viel mehr. Aber zum Beispiel auch Wissen und Praktiken im Umgang mit der Natur. Und das war für uns eher naheliegend, ein Beispiel zu nehmen, das halt doch sehr relevant ist für unsere Gesellschaft, nämlich Umgang mit der Lawinengefahr. Die moderne Lawinenprävention und Bekämpfung gründet auf historischem Wissen. Und Katastrophen wie die von Reckigo haben in all ihrer Tragik auch dazu beigetragen, das Wissen über Lawinen zu erweitern. Natürlich haben so Ereignisse immer wieder dazu geführt, die Politik, die Bevölkerung neu zu sensibilisieren, wie wichtig das ist, der Schutz vom Menschen in den Dörfern, auf der Straße, Eisenbahnen usw. zu verstärken. Und der Bund hat jedes Mal eigentlich auch bezüglich Forstwesen, bezüglich Subventionswesen usw. neue Anstrengungen gemacht. Auch in Reckigo hat man nach der Katastrophe viel Geld in Sicherheitsbauten wie der Schutzwall investiert. Doch die Lawinenforschung als solches die wird nie abgeschlossen sein. Jede Lawine bringt neue Erkenntnisse, die man weitergibt an die nächsten Generationen.